Die große Niesmann-Bischof-Serie. Heute mit dem Flair 880 LE mit Marlene. Grüß dich. Hallo Sven. Ja, die Uhrzeit 4:30 am 28. Oktober 2020. Die Sommerzeit ist ja schon da, das heißt, es wird viel früher dunkel. Und das hier wird wahrscheinlich das letzte Außenvideo für heute sein. Es wird auch schon kühl. Die Marlene kriegt nämlich so langsam eine rote Nase. Jetzt haben wir ganz viele Flairs gesehen. Sie stehen ja alle. Wir drehen bei der Freistaat in Sulzemoos. Die sind nett hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Die kommen einem entgegen und habt ihr schon den Schlüssel, braucht noch den Schlüssel, wie ist es hiermit? Und jetzt sind wir bei Niesmann. Ja, was Tolles ist das satte Schließen der Klappen. Das haben wir gemerkt. Und es gibt viele Details, die man erst nach einigen Videos merkt. Ja, aber das ist doch meistens so, oder? Aber wir entdecken die für euch und nicht so, wie das ja meistens ist. Man verkauft ein Fahrzeug und weiß dann am Ende erst, das kann es auch noch und da war noch ein Schließfach. Ach Mensch, hier auch noch mal was. Das ist nämlich interessant, wenn man ein Fahrzeug fährt und dann nach 3 Jahren verkauft und dann kommt der Besitzer, ach, da vorne ist die Klappe. Wie, welche Klappe? Ja, genau, so ungefähr, ja. Dann ist immer eine große Überraschung. Ja, er steht nah am Rand, er ist stromversorgt. Hier überall gibt es auch Stromanschlüsse. Wir haben ein ganz besonderes Muster diesmal, was hier verwendet wurde, nämlich ein Stoffmuster. Es gibt viele Klappen und gehen einmal kurz ums Auto drumherum, dass wir das mal sehen. Denn glücklicherweise sind viele Klappen bei Niesmann und Bischof an der gleichen Stelle, sodass wir nicht mehr raten müssen, wo was ist. Das ist der Grundriss, den wir haben, 2 Einzelbetten und das Ganze auf Basis Iveco 70 C17. Das Fahrzeug, wie es hier steht, 267.450 Euro. Und da ist auch schon Lithium drin, 3x100 Ampere-Stunden. Das heißt, es ist relativ vollgepackt schon. 4.790 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht. Und ja, das ist die Ausstattung. Das sind die Reifen. Da sind jetzt die Stahlfelgen, die Stahlkappen drauf. Und die stehen immer auch ganz gut. Das macht so einen richtig harten Charakter, oder? Statt den Leichtmetallfelgen. Wenn du mir die mal anguckst, wenn du mal genau drauf guckst, dann guckst du erst mal nach da. Und da sind die Leichtmetallfelgen. Ah, okay. Ja, warum nicht? Die sind so ein bisschen kleiner, so ein bisschen filigraner. Ich halte mal ganz kurz drauf, dass wir die mal sehen. So sehen die aus. Die äußere ist dann die Alufelge, innen ist dann eine Stahlfelge und hier hast du dann die Abdeckungen. Sieht so ein bisschen mehr aus wie ein Reisebus, oder? Ja, hat so einen Charakter auf jeden Fall. Da sind sie. Prima. Ja, fangen wir vorne an. Du hast gelernt, die erste Klappe ist was? Für ein Gas. Der Gasanschluss. Und hier sind auch die Betriebsanleitungen drin. Die sind normalerweise auch verschlossen. Hier ist der AdBlue-Anschluss bei Iveco auf der rechten Seite, wie bei Morello. Und hier hast du dann keinen Stauraum, Feuergefahr. Gut, wenn keine Gasflaschen drin sind. Das ist der Doppelboden, beheizt, mit Durchlademöglichkeit nach links. Ich merke schon, der Marlene ist kalt, deswegen ist sie so schnell heute. Ich zeige nochmal gerade, hier ist Do-Control mit drin. Das Ganze mit so Kunststoff ausgekleidet. Gastank hat auch er. Gehen wir mal kurz weiter. Da ist nochmal ein Staufach mit drin. Der Batteriehauptschalter an der Seite. Hier oben hast du eine schöne Verarbeitung. Verrohrung. Staufach. Was steht dahinter? Wo? Ach, du bist ja ein Das hat man schon mal, ja. Spielkind. Da vorne, keine Ahnung, eine Serviceklappe, Ja. oder? Definitiv. Kein Stauraum. So, der Sound beim Schließen, das ist interessant, das können wir gleich mal machen. Dann die Außengasanschluss wird hier immer mitbestellt. Ja, ist das so? Oder ist das Ich Standard? habe bei jedem jetzt einen gesehen. Ja, Also dann die geht meisten haben auch einen. Ja. Und die Besonderheit, sie öffnen nach oben. Und das Wasser, wenn dann welches da ist, läuft dann hier ab. Das ist interessant, es läuft nämlich immer hier ab. Das ist gut. Aber es ist außen. So, dann haben wir hier Dusche. Die Außendusche. Finde ich praktisch, wenn man jetzt vom Sport zurückkommt, Matsche oder Ski, was auch immer. Mountainbike abspritzen, Oder auch Hunde. Hunde. Ja, genau, Hunde. So, Wenn die große sich Garage. gewälzt haben. So, das haben wir schon ein paar Mal geöffnet. Da verweise ich auf die anderen Videos, die wir haben. Darunter verbirgt sich Victron Energy. Musst du nicht mehr aufmachen. Ja, und hier haben wir nochmal die tolle
das geht's richtig raus. Und da kann ich dann optimal an meine Sachen rauskommen. Schwerlastauszug mit drin, wie man das kennt, aus dem Kleiderschrank. Kann man komplett nutzen bis hinten durch. Finde ich praktisch, super praktisch. Man kommt da auch an alles ran und man kann wirklich einen kompletten Stauraum ausnutzen. Ja, hier ist das Bordwerkzeug. Das ist hier unten verblombt, damit auch keiner das aufmacht. Also Wagenheber und Co. Und hier hast du dann unten deine Lithium-Batterien, 3x100 Ampere-Stunden, 300 Ampere-Stunden von Victron. Da sind sie drin. Ich mal gerade, ob ich reinfilmen kann. So. Und das Ganze ist natürlich auch beheizt. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite. Da ist die Marlene. Ich komme mal zu dir. So sieht das Heck aus. Mit 2 geöffneten Ohren. Als ob er fliegen könnte. Ja. Wo jetzt beide da sind wie Dumbo. Das ist ein ziemlich guter Vergleich mit Dumbo, finde ich. Ja, schon. So, das ist die Klimaanlage, eine Unterflur-Klimaanlage eingebaut. Genau. Da wäre jetzt der Kleiderschrank. Wenn, genau, hier fehlt jetzt nur die Stange. Weiß nicht, ob das gewollt war. Tja, wenn einer das nicht möchte, klar. Klar. Warum nicht? Dann habe ich die Verrohrung jeweils von der warmen Wasserheizung. Hier habe ich nochmal einen Konvektor drin, einen Heizkörper, damit es schön warm ist hier drin. Es soll ja auch nicht kalt sein. Dann jede Menge Klappen nochmal, der Wassertankanschluss. Da ist der Gastank drunter und ein Wassertank oder Abwassertank. Hier ist die Spülung von der Sonde, die Entsorgung, Entleerung Abwassertank und Wassertank, die Druckwasserpumpe und die Entleerung vom Fäkaltank. Unten können wir ja mal reingucken, da ist der Dieseltank und hier unten ist der Auslass von der Entsorgung. Wärmetauscher links, von der Motorwärme für die Warmwasser. Ah, hallo Marlene. Schock. Und dann nochmal Stauraum. Und hier habe ich dann Dieselbetankung, Fahrzeugbatterie und nochmal ein bisschen Fahrzeugtechnik von Iveco drin. Prima. So sehen uns alle Klappen auf, wenn sie mal nebeneinander geöffnet sind. So ein bisschen Reisebus-Feeling, der da ist. Komm, wir lassen die mal auf, gehen wir mal schnell rein. So sieht es von vorne aus, das Fahrzeug. Der 880 LE. Und alle sind ein bisschen anders und unterscheiden sich jetzt hauptsächlich innen. Aufbautür. Ich hab zuerst gedacht, das wäre jetzt so im Prinzip ein Halter für einen Becher oder so. Ja, der ist so ein bisschen in einer anderen Lage, ne? Also ja, wir werden es demnächst erfahren. Der Freistart, da filmen wir gerade in Sulzemoos. Und das ist der Aufgang mit diesem ultra großen Fernseher, schon wieder, der einem dann zu denken gibt, warum hast du nicht so einen großen Fernseher? Warum kann Niesmann Bischof das? Automatik-Leveling-System von E&P. Und da ist die Zentralverriegelung rechte Seite für die Klappen. Dann hat man ein kleines Staufach, mach mal auf bitte. Hier rechts unten. Dafür die Rettungskarte, die drin ist. Und dann hast du oben die Technik, also nicht über der Fahrertür. Was natürlich den Vorteil hat, dass je nachdem wie groß die Personen sind, kommt man sogar noch ein bisschen besser dran, weil hier unten ist ja da direkt darüber die Stufe und die ist auf der Seite nicht. So, habe ich hier rechts unten die Gastank-Fernanzeige, der ist jetzt leer. Da habe ich die zentrale Steuerung, Wasserpumpe und Co. Füllstände, Außentemperatur, 13 Grad haben wir hier drin. Da ist Victron Energy, da kannst du den Landstrom einstellen, wie stark der ist, um die Lithium-Batterien zu laden, und der hat auch einen Mangelausgleich. Machen wir gerade an. Also steht jetzt auf 16 Ampere und durch einfaches Drehen des Drehrades kann man den maximal verfügbaren Strom in ganz kleinen Teilen einstellen, zum Beispiel 3,5 Ampere für ganz schlimme Fälle. So 13,17 Volt sind auf der Batterie, da oben ist die alte Fußbodenheizung und da wird auch angezeigt, beziehungsweise die Warmwasserheizung, sie hängt am Stromnetz du meinst dran. Die gute, nicht die alte.
Nee, Alde heißt die. Alde heißt die. A-L-D-E. Ah, ich habe Alte verstanden. Habe Pardon. ich immer Alte? Hast du jetzt die ganze Zeit Alte verstanden? In wie vielen Videos? Nee, Alde mit Alde, Der Hersteller. Ja, habe ich vor, keine Ahnung, 5 Jahren auch nicht gekannt. Aber ist ein ganz wichtiger Hersteller für Reisemobile, machen die gute Gas-Warmwasserheizung. Ja, klar. So, dann walte mal deines Amtes. Da ist der Fernseher. Oh nein. Doch, du musst. Irgendwann, ne? So, also da eine Seite aufmachen. Jetzt zum 4. Mal. Dann rausziehen. Ganz rausziehen zu dir. Ganz, bis es nicht mehr geht. Ja. Ist immer so schön, wenn man Anweisungen und dann er quietscht nicht. Wo hat's gequietscht? Bei Oh je. Phoenix hat's gequietscht. Phoenix hat es. Ich glaube, es war Phoenix. Ich glaube auch, da hat es geknatscht, ja. Ja, aber nur als man ihn rausgedreht hat. Also, Ja, also beim sonst Drehen. beim Drehen Sonst nur. nicht. Also war nicht so schlimm. Und wahrscheinlich mit einem Tropfen Öl oder Silikonspray wahrscheinlich zu beheben gewesen. Da unten ist die Sattanlage. Ist drin. Die Fernschaltung für die automatische Sattanlage, die eingebaut ist. Er ist ein fetter Fernseher. Da komme ich ja. Genau, stelle ich noch mal kurz daneben. Also der hat bestimmt so 42 Zoll hat der wie zu Hause. Ja, dreh noch mal ein. Denn ja, du kannst uns auch gemietet werden, wenn einer das Fahrzeug gekauft hat, dann kommst du vorbei und drehst den raus. Genau, alles hat jetzt Klack gemacht. Hat Klack gemacht. Genau. Jetzt ist auch richtig. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns mal hier das Pölsterchen an. Ja, also das Interieur, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich liebe schwarz. Ne? Also was die Polster angeht. Oder ist das nun dunkel, Anthrazit, schwarz, irgend sowas, ne, in der Richtung? Also ich denke, es ist schwarz. Ja, je nachdem, ne, wie das Licht leuchtet. Also ich zeige mal gerade hier drauf, da war ich gerade. Also ich denke mir, es ist echt schwarz. Ja. Das sind so Sichtnähte, guck mal hier. Ja, das ist schick gemacht. Das gefällt mir sehr gut, wie das abgesetzt ist. Und Kontrastnähte. genau, die Kontrastnähte. Und mit dem Karierten, das erinnert mich so ein bisschen an eine Sag's nicht, sonst gibt es direkt Copyright. auf jeden Fall, es hat einen britischen Flair und das gefällt mir wirklich gut. Wahrscheinlich alles lizenziert. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne sind auch die Fahrersitze, die haben Du kannst auch sagen, so das ist Hutzen. Country, du kannst auch sagen Flanell-Touch. Also das hat auf jeden Fall was Heimeliges, was Wohnliches, sehr angenehm. Schwarz. Also es tut aber nicht so weh, das Schwarz. Durch diesen Kontrast mit den Kissen. Die Wahl ist ja wirklich sehr gelungen, gefällt mir sehr gut. So, Boden ist so Betonoptik, die hier drin ist, die auch den Kontrast dann widerspiegelt zum Möbel. Ja. Die Marlene setzt sich mal hin bei 14 Grad. Da ist eine Lampe drüber, mach mal an. Hier Über ist aber dir? alles warm. Wie warm? Die Was Lampe geht wie an? Keine Ahnung. Das ist kein Touch, ne? Nee. Das könnte sein, wenn du genau in die Mitte drückst. Nee, auch nicht. Ist nicht schlimm. Das heißt, Kann auch sein, dass ich den Hauptschalter. Nee, der Hauptschalter ist an. der Hauptschalter Geht schon. war an, den habe ich schon aktiviert. Ah, ist nicht so schlimm. Kriegen wir raus. Wenn irgendeine Taste fehlt. Denn heute ist, wenn auch einer sich wundert, wieso wissen die nichts. Wir haben mal diese Fahrzeuge mal selbstständig erobert, Genau. weil hier ist immer viel los bei der Freistaat. Ja, die haben wirklich viel zu tun und deswegen. Die hätten uns aber beraten, wenn wir es gewollt hätten. Aber wir haben so gut wie alles selber rausgefunden. Zum Beispiel, dass hier ein Airbag drin ist für den Beifahrer und für den Fahrer. Ist bei Iveco beim Daily jetzt mit drin, dass du hier seitlich zuziehen kannst. Mach mal. Das haben wir auch schon rausbekommen. Das ist sehr einfach. Einfach aus der Seite rausgezogen. Klickt dann so ein. Und dann haben wir rausbekommen, wie man dann vorne zumacht. Genau, also entweder von unten Privacy, ne? Ja, einmal so. Genau. Oder da ist die Schalterreihe Warte da. runter. Und dann geht dieser Kastenrollo. Die stören sich nicht miteinander, ne? Die Nee. kann man lassen, theoretisch. Doch, er schiebt es mit runter. Echt? Ja. Ist ja cool. Das sind ja diese 2 Hebel wahrscheinlich, die dann im Weg sind und deswegen schiebt er das jetzt in Anführungsstrichen runter. Also in Wirklichkeit nicht, aber Jetzt wir nochmal hoch und siehe da. genau. Also durch diese, ich denke mal, der setzt auf, ja, hier an der Kante. Aber es passiert nichts, das wollte ich damit sagen. Das macht nichts, wenn man es vergessen haben sollte. So, jetzt hast du, wenn du mal versuchst mal zu schwingen, schwing mal. Ne, da schwingt nichts. Also es könnte sein, dass hier keine Komfortschwingung
Schwingsitze, Luftschwingsitze eingebaut sind. Dann das Drehen ist sehr einfach. Hier unten ist ein Hebel. Also mit diesem Ziehen. schönen Kreis hier mit dem Pfeil. Drehen. Und schwuppdiwupp hängst du am Lenkrad. Das heißt, ich muss ein bisschen vor. Soweit vielleicht, wie es geht. Und testen wir mal, wie weit das geht. Und dann geht es auch um. Doch, ich komme dann. So, jetzt lehne ich mal ein bisschen zurück mit dem. Könnte sogar. Da, das war richtig. Ah, da ist er. Rechts. Der ist ja bei manchen links, mal rechts. So, und jetzt könntest du dich hier hinlegen. Jetzt könntest du hier die Beine drauflegen, theoretisch. Ja. Und kannst hier Bequem Fernseh gucken. Jetzt sieht es ja so schön aus, weil hier so aufgeräumt ist. Ja, das wäre so schön, wenn das immer so bleiben könnte. Das ist so. Wenn man aber mit mehreren Leuten unterwegs ist Ja. und wenig Platz hat. Das ist so. Denn viele Fahrzeuge sehen auch sehr groß aus, wenn sie aufgeräumt sind. Das ist jetzt ein Insider, das müsst ihr nicht verstehen. So. Ja, also ich habe einen Sitzplatz auf der rechten Seite, einen zusätzlichen, 2 vorne. Das ist übrigens der Panoramablick, den man hier hat. Also man hat eine Scheibe so groß wie ein Kino und kann auch hier schön rausgucken. Also ich habe bei alles einen Blick über die Komfortspiegel. Das ist die Integration nochmal von dem Fahrerhaus. Dann habe ich hier auf der Seite, warte mal, ich drehe mich mal gerade. Das ist so innen sehr schön gemacht. Hier kann ich Sachen reinlagern. Auch auf der Da habe ich- Seite genauso. Da habe ich Plätze für Dosen und Flaschen. Lässt Und sich das da oben eigentlich öffnen? Das habe Wo denn? ich schon vorhin bemerkt. Ja, ja. Für was ist das ist ein Ablage? Handschuhfach. Ja, auch. So links Kleines. genauso. Über dem Fahrplatz genauso, ja. Das Original Iveco, so wie es aussieht. Gut, aber das ist dann eher so Papiere, ne? Ja, da Ausgleich hat's- vielleicht. Solche Karten. Guck mal, hier vorne ist ein kleines Detail. Wenn du da mal gerade diesen Metallhebel rausdrückst, siehst du den? Da ist so ein kleiner Metallhebel. Wenn du den rausdrückst, ja. Was denkst du, was hat der für eine Funktion? Ja, klär mich auf. Das ist die Anschlagssperre. Wenn du fährst, muss die draußen sein, Ah. damit versehentlich nicht das Rollo Zu tief kommen. zu tief kommt, sodass du, wenn es mal kaputt ist, dann Das heißt, du kannst es als Sonnenschutz nutzen, aber nur bis dahin. Ansonsten. du kannst natürlich auch weglassen und kannst ganz runterfahren während der Fahrt. Oh, Was das ist eine gute Idee bestimmt. Sicher. So, hier hast du da. Ja, aber da hat sich einer was überlegt. Die neuen Rollos haben auch so ein D-Plus-Signal, also für Zündplus. Wenn das geschaltet ist, dann gehen die nicht weiter runter. Also fahren sogar, glaube ich, automatisch hoch. Ja, großer Raum. Der Tisch, den hast du schon geübt. Der, Sollen wir den nochmal üben? ja, zeig mal. Das ist allein, also wenn er, ich sag mal, nichts Gutes bei diesem Mal, nee, es sind alle gut, aber der Tisch ist wirklich sehr, sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, ist es jetzt offen oder nicht? Ich denke. So, das haben wir auch geübt. Drücken. Haha. Jetzt ist er breit. Es geht schnell. Es hat jetzt wirklich 2 Sekunden oder so gedauert. Oder 3. Zusammen? Wirklich flott. So, jetzt kannst du den schieben und drehen. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wirklich. Also wirklich in alle Richtungen. Und die Drehfunktion. Ne? Also, dass man den komplett aus den Füßen hat und hier nochmal wirklich einen ordentlichen Durchgang auch hat während Zeig der das mal Fahrt grad. vor allem, ne? Wenn du mal so lieb bist, hier den Beifahrersitz nochmal drehst. Da vorne ist die Drehfunktion. Dann gehe ich mal auf die andere Ecke. Zeig mal gerade das Platzangebot in der Rundsitzgruppe, die ich jetzt quasi habe. Also der Tisch ist jetzt komplett rausgedreht. Jetzt hast du hier einen riesen Durchgang. Du kommst also hier prima durch. Locker. Also Locker. was auch während der Fahrt sollte man ja vielleicht nicht so tun, aber manche machen es ja dann, ne? Schnell nochmal was. Aufs Klo oder so. Klo weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht was zu essen schnell holen oder was zu trinken. Darf man nicht. Darf man eigentlich nicht, nein. Sollte Das man. heißt eigentlich, man darf es nicht. Man darf es nicht? Nee? Ich dachte, Muss sitzen bleiben. wie ist es bei Busfahrten? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Ich glaube, man darf es nicht mehr, ne? Das war Aber mal. es ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich glaube, das gab es mal, ne? Dass man das durfte. Im Bus muss man sich ja auch mittlerweile anschnallen. So, und jetzt kann man diesen Tisch prima, mach mal, wenn den allein durch das Drehen hast du ihn dann schon quasi entweder zugewandt. Also entweder hier, ne? Dass man
hier dann während der Fahrt schnell mal etwas noch, wenn man pausiert, schnell was essen kann. Dann hat man hier mal schnell den Tisch. Man muss nicht wieder alles neu aufbauen, erfinden. Oder wegschieben. Ich finde das klasse. Also der Tisch, der gefällt mir so gut. So, Tisch ist auch sehr stabil, wie man sieht. Hat einen richtigen Stahlunterbau. So sieht er aus. Und dann hat man hier die Bank, die Lässt sich die... wahrscheinlich einen Sitz verbirgt. Und wenn du willst, wenn da ein Sitz drunter ist, können wir mal versuchen, den auseinanderzubauen. Oh je, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das können wir mal probieren. Also wenn da einer drunter ist, Ja, da ist einer. genau, dann hebt man gerade das Polster weg. Komplett. Komplett, ne? Ich glaube ja. Können das ja mal probieren. Dahinter verbirgt sich dann dieser Sitz. Ja. So, das heißt, da muss er erstmal gelockert werden irgendwo. Da ist der Hebel. Ne, könnte sogar sein, dass er in die andere Richtung geht. Dass das, nee, da das so vorne ziehen muss und nicht hinten. Ah, guck mal hier. Da an der Seite ist so ein kleiner Drehhebel. Siehst du den? Den habe ich ja gerade. No. Kann auch so sein. Ist ja interessant. So, und dann. Tja, jetzt ist der ja gegen die Fahrtrichtung. Holla die Waldfee. Also das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen Zu viel. zu viel. Das Kuchen will ich nicht. Aber ich habe eine Idee. Das könnte hinten sein. Guck mal, Marlene. Wenn du den jetzt mal zu dir ziehst, komplett. Den Sitz Ja. Geht nicht, oder? nehmen. Denn ich glaube nämlich, dass wenn du den. Kann auch sein, dass du den komplett. Siehst du? Jetzt kommt er nämlich hoch. Und das. Jetzt ist er komplett draußen. Ja. Das heißt, ich hätte ihn gar nicht umschwenken müssen. Auch hier. So, und da ist er. Das war's. So Das schwer, war's. so kompliziert ist es gar nicht, wie ich gedacht hatte. Ja, das ist fest, ne? Ist auch komplett mit der Karosserie verbunden. Gibt es ja auch Tests. Und jetzt kannst du hier dich da unten reinstellen. Arbeite jetzt auf das Türchen. Ja, kann man zubauen. Hier, ja, das ist richtig. So. So. Na, schön ist anders, aber ich sag mal, zum Fahren musst du ja angeschnallt sein. Da gibt es dann einen Sitzplatz. Genau, ein Sitzplatz mehr. Ist es auch bequem bei dir? Ja, es fehlt die Armlehne. Die Armlehne fehlt, ja, aber Das ist ein Notsitz. es ist sagen wir ein so. Notsitz, aber für ein Kind auf jeden Fall komplett ausreichend. Hat es Isofix? Hat's Isofix? Ja, hat's. Ich sehe schon. Da ist Isofix Das ist doch dran. perfekt. Also ich meine, ein Kind braucht ja eh einen eigenen Sitz, dann für das Kind ist das nicht relevant. Agouti ist der Hersteller von dem Sitz. Tolles System. Ja, darfst du mal zusammenbauen? Ja, ich kann ja nicht. Ich halte ja die Kamera. Auch wenn ihr schimpft. Nee, stopp, du musst das von der anderen Seite machen, sonst kannst du nicht filmen. Also genau von hinten. So ist gut. Also da runter, Ah ja, warte. Erstmal das schräg. Türchen zu. Dann einklacken. Boah, wer auch immer sich das überlegt hat, Wahnsinn. Respekt, echt. Respekt. Drin, fertig. Ein gefalteter, vollständiger Sitz. So, Polster drauf. genau. Und ja, als wäre nichts gewesen. Und wieder face to face. Was spannend ist, wenn du die mal wegnimmst, die Polster, hol die mal weg. Welche die? Ja. So, jetzt könntest du ja theoretisch dich da mal hinpflanzen, kannst den Beifahrersitz mal zu dir drehen. So, jetzt könntest du einmal schön die Beine hoch, also wenn du das mal andeutest, das wäre dann so quasi als Couch. Dann könntest du den Sitz ein bisschen hoch machen, mach den mal hoch. Da hast du auf der linken, genau, auf der rechten Seite hast du genau der Hebel. Der müsste es sein für die Höhe. Genau, entlasten und hoch. Ja, so und jetzt noch ein kleines bisschen höher noch. So und jetzt mal ranschieben bis ans Sofa ran. So und jetzt könntest du dich theoretisch da mal hinlegen und mit dem Kopf mal auf die Seite. Und hättest dann, wenn du dich ein bisschen zusammenkauerst, schon quasi ein Notbett oder du willst einfach mal ein bisschen, naja, das sieht aus wie eine überfahrene Leiche.
war gerade so. Aber da fehlt jetzt ein kleines Kissen. Warte mal. Du, aber für ein Kind Ja, mach mal. wieder was ein Thema Kind, ne? Jetzt besser, oder? Ich bin ja schon groß jetzt, ne? Aber für Personen bis 1,60 ist das hier super. Das ist super, man kann schlafen. Ja. Braucht man aber gar nicht, weil Nee. wir haben ein Hubbett. Eben, also das wäre dann nur die Notsituation, vielleicht wenn dann noch jemand mit übernachtet, auf dem Campingplatz zu Besuch da ist oder so. Also 2 Kissen ran, das geht auch ruckzuck. Ich könnte wetten, dass die Niesmann-Leute sich totlachen, ja, wenn wir hier irgendwas ausprobieren. Die dann sagen, Oh Gott, warum haben die keine Schulung bekommen? warum haben die keine Schulung bekommen? Braucht man aber gar nicht, selbst wenn man nichts weiß, man muss nur auf den Campingplatz fahren, da gibt es immer so irgendwelche Niesmänner, die dann einem zeigen, wie es geht. So, sie bereitet schon mal vor. Einmal umklappen. Ach, du bist ein dankbares Model. Ich bin dankbar. Dankbar. Du glaubst gar nicht, wie viele Leuten ich Sitze umdrehen geübt habe und es hat nicht funktioniert. Echt? Ja, Oje. und du hast 3-mal gemacht. Aber warte mal ab, wir drehen morgen Hümer, sind wieder andere Sitze Ah drin. ja, da bin ich gespannt. Aber hier braucht man schon ein bisschen Kraft, Das sind ne? Kraft. Ja, jetzt stopp, warte mal. Kleines Detail, guck mal hier. Was Da sind die Kissen im Weg. Ah ja, danke. Genau, wenn du die mal ein bisschen rüber nimmst. Also einmal da und einmal da. Und dann hast du natürlich auch die Sitze ganz nach oben gemacht, was dazu führt, dass die auf den Sitzen jetzt aufliegen. Aber nee, die sind Das geht noch. Nee. So, Die sind schon. dann mach mal runter. Also weiter geht gar nicht mehr runter. Das Doch, sollte jetzt gehen. Probier mal. Nein, ich meinte, Mit dem. die Sitze waren komplett unten. Und? Ja, Ich glaube, ich bin zu schwach. du bist zu schwach. Aber gut, du bist ja schon eigentlich schon da, wo du hin willst. Ja. Bett ist fertig. Riesenbett. Genau. Trick ist übrigens, wenn man nochmal das einziehen möchte, man zieht zu sich. Echt? Das ist, ja, zu dir. Zu mir ziehen? Ja. Und Wenn du dann, es einziehen möchtest. Ja, wenn du es oder einziehen hochziehen möchtest. Okay. und dann hoch. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, das machen viele auch. Dann macht es klack, klack und jetzt einfacher. Ja. Mach nochmal runter, weil es so schön war. Dass die Leute auch mal sehen, das ist ganz einfach. Also wenn man hier bei 12 Grad die Gasdruckfedern bedient, dann kann es aber schon mal ein bisschen schwerer gehen. So, und? War einfach. Ja. Ja, das ist vollkommen außer Atem. So, da hast du auch wieder, Also wenn es wärmer ist, geht es einfacher. genau, und da hast du auch wieder dann den Ausfallschutz. Und Kannst du wieder hier oben dann fixieren, links und rechts. genau, sie zeigt nur noch an wie im Flugzeug. Genau. So, und da haben wir die Tellern drunter. Ja, die sind super. Also Schlafkomfort. kaum, das ist wirklich. So, nochmal hoch. Ich glaube, wenn du das so 20, 30 Mal machst, dann brauchst du kein Workout mehr Nee, dann brauche ich wirklich kein Bodypump mehr. morgens. So, großes Heki und natürlich Hier ist ja auch nochmal der Sitz. ein Gurtplatz an der Seite. Der zweite, also das heißt 4 Personen können hier tatsächlich mitfahren. Und haben auch genug Platz, sich nicht gegenseitig erdolchen müssen. So, eine etwas kleinere Küche. Dafür ein anderes Bad, das werden wir gleich mal sehen. Also weniger Küche, gleich mehr Bad. Ja. In dem Fall hat natürlich auch was mit der Länge zu tun. Aber so, beschreib mal. Ja gut, oben haben wir ja wieder Stauraum pur. Abgetrennt auch ganz schön. Hast gemerkt, die andere Küche, die hatte 3 Schränke sogar, wo du dran kamst. Die große XL-Küche. Ja, aber also ich weiß nicht, wie viel man mitnehmen möchte. Ne? Also wenn man dann tatsächlich 4 Teller, groß, klein, Tasse, vielleicht noch den Becher mitnimmt, Gläser, das reicht locker. Ja, zumal auch gut rankommst. So So, die sind jetzt auch geöffnet. Wir haben ja festgestellt, ne, Zentralverriegelung. dass es tatsächlich hier eine Zentralverriegelung an der Seite gibt. Eine geschlossen ist. Jetzt gucke ich mal, ich weiß nicht mehr welche Richtung. Genau, jetzt ist geschlossen. Also das heißt, während der Fahrt passiert auch nichts. Die öffnen sich dann auch nicht. Ich kann die dann hier über die Taste dann wieder öffnen. Und komme dann an meinen verstauten Sachen
Töpfe, Pfannen oder hier zum Beispiel haben wir sogar zweigeteiltes Müllsystem. Dann hier noch mehr Stauraum. Und das gleiche nochmal in grün. Ich glaube, hier sind ja nochmal die, genau, hier sind ja nochmal die Schutz. Die Gashähne. Genau, die sind hier auch nochmal integriert. Und die Kaffeemaschine, konservativ gelagert. Also das finde ich ja schick gemacht. Jetzt mal gucken. Ja doch, lässt sich öffnen. Ah, das ist da vorne drin. Das ist nochmal fixiert mit, der kleinen, mit dem kleinen Loch da. Deswegen dauert es ein bisschen, weil ich muss den erstmal ein bisschen anziehen. Man lässt die auch normal so offen, muss man sagen, im normalen Betrieb. Und dann halt für den Betrieb innen drin hat man ja auch nochmal den Anschluss, dass man direkt die Maschine hier auch drin lassen kann. Und oben vielleicht noch die Cups. So, ein großer Wasserhahn, den man rausziehen kann, wie wir gelernt haben. Den man ins Falschrum reinstecken kann und dann denkt, es wäre ein Designobjekt, was nach oben sprudelt. Ja. Nee, geht hier nicht, oder? Doch. Doch, probier mal. Theoretisch. Geht auch. Klar, so war das. Wir haben den vorher so gesehen und haben gedacht, Das erste Mal, ja, tolles Design. Es sprudelt nach oben. Sprudelt nach oben, sieht schick aus. Aber man kann es rausziehen und kann dann den als Außendusche. Wenn du es mal ganz rausziehst, vielleicht nicht zu feste, wie weit es rauskommt. Geht's noch? Jetzt Schluss. Ja, ich glaube, jetzt ist Schluss. Jetzt Schluss. Also ich kann damit, keine Ahnung, irgendwas abspülen. Ja. Zum Beispiel in die Ecken rein könnte ich dann damit. Also wenn ich hier was ausspülen möchte. Ja, wenn du da auch eine größere Schüssel hast oder irgendwas, ja, natürlich. So. Dann gehen wir mal nochmal auf diesen Backofen zu sprechen. Der hat jetzt keine Oberhitze mehr, aber ganz klasse zum Pizzabacken, Brötchen backen, was weiß ich alles. Und den Dometic Tower, der beidseitig zu öffnen ist. Und einmal von der Seite und dann von der anderen Seite. Genau, wenn ich die Eiswürfel abends zu meiner Cola haben möchte oder zu irgendeinem anderen Getränk. Oder abends dann nochmal was zu essen möchte. So, drunter ist noch ein großes Staufach. Ja. Da haben wir dann auch nochmal. Genau. Und eine Serviceklappe für Tanks. Und wieder mal ein anderer Grundriss. Leicht minimal, aber doch ein bisschen anders. Genau. Denn wir haben hier wieder mal das kompaktere Bad an der Seite. Genau, mit der Ecke. Aber wie ich finde, für 2 bis 3 Personen ist das wirklich ausreichend. Spart Platz und ich habe eine eigene Toilette, die abgetrennt ist auf der rechten Seite. Mit der Tür kann ich dann das Bad abtrennen komplett als Raumbad. Da ist es dann zu. Es wirkt so ein bisschen, als wäre der Möbelbau, als wäre es wie zu Hause so eine Tür, gell? Das ist keine Campingtür. Nee, gar nicht. Also die ist wirklich, wirkt für mich schon alleine die Dicke, ne? Die wirkt massiv. Ja, die ist dick. Wahrscheinlich aus ganz massiver Eiche. Das wohl nicht. Leichtbau. Genau, Leichtbau. Genau. Gut, wir sind ja auf 7,5 Tonnen Klasse, trotzdem Ja, muss man bedenken, genau. überall. Also da kriegst du auch nochmal Utensilien rein. Aus dem Badbereich, Schminke oder Pflegeartikel. Vielleicht die Medikamente, die man noch unterbringen muss. Hier hast du dann das Toilettenpapier, die Halterung hierfür und weiter rechts dann die Klobürste. Die Toilettenbürste, genau. Hier nochmal Handtuchhalter. Handtuchhalter. Der Klimaausströmer hier an der Seite, falls man den doch mal etwas kühler haben möchte. Großer Kleiderschrank. Ja, hier an der Tür selber hast du auch nochmal Handtuchhalter und hier nochmal die Stange, die Halter selber. Ja. Großer Kleiderschrank. Warte, ich komme mal zu dir. Hier ist übrigens ein elektrischer Quirl, den man also nicht nur auf der Toilette nutzen kann, sondern auch zum Abzug. Und da ist das Ausgleichsgefäß der alte, Warmwasserheizung. Ja. Und hier hast du dann
einen richtig großen Kleiderschrank. Unten haben wir ja gesehen, da war ja auch ein großer Schrank. Ja, also hast du oben eine Kleiderstange und hier unten ist auch noch mal eine. Aber das kannst du ja, denke ich, dann montieren lassen, wie du das möchtest, in welcher Höhe du das haben möchtest. So, hier sind auch nochmal Haken innen für zum Beispiel Bademäntel. Ja, stimmt. Und es ist genug Abstand hier, dass der Bademantel auch wie im Hotel. Ja. Du könntest da auch drin verschwinden, theoretisch. So groß ist der. Okay. Theoretisch. So, dann hier ist dann der Badbereich. Mal kurz runterschwenken. Genau, da haben wir ja noch unter dem Bad. Wie wir gelernt haben, magnetische Halterungen. Gehen am Anfang ein bisschen schwerer. Ja, das geht auch schwerer, was auch gut ist natürlich. Während der Fahrt ist es geschützt und die Schubladen gehen nicht auf. Die Sachen werden nicht rumgeschleudert, das ist doch super. Hat schon Druck, oder? Man muss ein bisschen... Das wir schließen alleine, das finde ich gut. Aber ja, man muss schon... Also unser Sohn kriegt sie nicht auf. Doch, denke ich schon. Nö. Muss man? Der kommt direkt und sagt, nee, kriege ich nicht auf. Na super. Papa, mach du auf. So, dann... Ja. Das ist hier die Erfindung des Jahrtausends. Zeig's noch einmal für alle, die nicht aufgepasst haben. Ja, das finde ich ja super klasse. Ne? Also ganz normale Türen, denkt man, beziehungsweise die Griffe. Aber die Griffe dienen auch tatsächlich, um für die Fahrt das Ganze zu fixieren. Zu verriegeln. Zu verriegeln. Das heißt, die Tür geht dann auch nicht Mach mal, auf. wenn du oben wackelst. Da Geht tut nicht. sich nichts. Nee, da tut sich gar nichts. Und die Griffe selber können natürlich dann, ob man es schräg haben will, parallel, wie auch immer, die Griffe platziert werden. Das kann jeder dann für sich entscheiden. Oder nochmal nach oben, wenn er ein bisschen größer ist. Große Dusche, Regendusche mit drin. Die auch der Kopf schwenkbar ist. Ja. Ist doch ordentlich Platz hier drin. Ja. Ablage noch. Hier für Seife und so. Genau. Ja, Ich zeig's mal gerade komplett, bleib mal da stehen. Ja. So, da mal kurz sehen. Die große Marlene, 1 1,72. plus Absatz im Moment. Ja, aber der ist 2 cm vielleicht. Ja, ist genug Platz. Also ich denke mir so 1,90 Meter dürfte sogar noch gehen hier drin. Das ist die Treppe und hier hast du wieder eine andere Bettanordnung, also keine Spielwiese, nee, Liegewiese. Da hast du Stauraum unter der Treppe. Genau, da selber nochmal. Und ich sehe schon, ja, hier im linken Bereich hast du auch nochmal Kleiderschrank. einen Kleiderschrank. Kannst das nach oben anheben, dann kann man die Fixierung lockern. Und kann es dann auch hier öffnen. Also im Moment geht es natürlich nicht, weil es noch verpackt ist. Noch nicht so leicht auf, aber hier hat man Sag dann mal, auch ich film mal noch rein. Da ist dann die Stange und du kommst auch bequem von oben ran. Ja. Da hast du hier nochmal ein Fach drin, kann man Sachen reinlegen. Da hast du nochmal ordentlich Platz. Da ist wirklich noch ordentlich Platz drin, ja. So, und darfst du dich mal ein bisschen rumlümmeln auf dem plastikverpackten Matratzen. Ja. Und das wäre dann dein Schlafbereich. Hier sind übrigens überall Plastik zu. Ich habe meine Schuhe. Genau. Und, ist er wieder da? Ja. Der Safe mit Bartschloss. Also da haben die Langfinger, glaube ich, wäre es einfacher, den aufzuflexen. Ich glaube, so am Campingplatz, wenn du anfängst zu flexen, das ist schon auffällig. Und der Fernseher zum Rausziehen. Ziehen einmal raus. Das wir mal kurz gucken. Du den mal bitte. Muss ich da etwas lockern? Nee, ich glaube, du musst ihn einfach nur zur Seite ziehen. Ich sehe das nämlich von hier aus nicht. Der ist noch komplett mit Folie zu. Von Karatik. Na, das kann auch sein. Ah, da siehst du da den Hebel da aus Silber drunter? Ja, den genau, sehe ich. genau. Wenn du den runterdrehst. Ich nehme es zurück, ich habe dich falsch beraten. Weiter. Ich glaube, man kann so hat die Möglichkeit, den noch weiter auszuziehen. Probier mal. Oder ist der Schluss? Ich glaube, also man kann ihn noch so drehen, aber Das war's. ich glaube, das war. Würde aber langen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so zusammen sitze, kann ich hier schön Fernsehen gucken.
Und den noch ein bisschen kippen zu mir, geht das? Runter? Ich glaube, diese Option ist dem hier Nicht mit drin, geht aber so. nicht gegeben. Nein. Okay. Also ich sehe es nicht. Man kann hier noch etwas sehr, man kann hier, glaube ich, wenn du die ein bisschen locker. Ja, man kann die noch ein bisschen neigen. Genau. Super. Und wenn man dann die Tür zumacht, dann kann man sogar Fernsehen gucken, während jemand auf dem Klo sitzt. So, auch da mit Schmackes die Tür am Anfang aufmachen. Wenn du sie zumachst, musst du sie nicht ganz schließen. Da gibt es so einen ganz leichten Widerstand und dann ist sie nicht ganz zu. Und wenn du sie ganz schließt, dann macht es Klack. Und dann ist der Magnet. Genau, für die Fahrersituation dann, wenn man unterwegs ist, dass es auch wirklich geschlossen ist. Das ist der Ausblick. Mittlerweile ist es schon dunkel in Deutschland um 4:45. Dank der Sommerzeit. Absolut wintertaugliches Auto mit Doppelboden beheizt. Praktisch so eine kleine Ferienwohnung, mit der ich dann egal wohin fahren kann nach ganz Deutschland. Ich glaube, ein Traum von vielen Leuten, die wirklich hier ihr eigenes Wohnzimmer haben, mehr oder weniger. Ja, auf jeden Fall. Du bist flexibel, autark. Du kannst von A nach B, ohne dich im Moment vor allem anzustecken. Ne? Da ist übrigens nochmal die Wand, hat so eine Art Teppich mit drin, die Feuchtigkeit aufnimmt nachts. Da ist das Thermostat, dass ich mich einstellen kann. Steht jetzt auf 5. Heizung ist eher aus von Alde. Das heißt, ich kann den Schlafbereich ein bisschen abkühlen oder aufwärmen, je nachdem wie ich es will. Getrennt. Und hier hast du die Fernbedienung von der Saphir Comfort RC. Das ist die Klimaanlage, die Unterflur ist. Das sind übrigens die Luftauslässe von der Heizung, der warmen Wasserheizung. Ja, und links und rechts vom Schlafbereich hast du auch nochmal USB-Anschlüsse unten und auch kleine Ablagen, vielleicht für Bücher oder um das Handy da reinzustecken, während es lädt, ja. Und schönes Ambientelicht hinten. Da kann man übrigens noch, hier, guck mal, für so Zeitschriften. Ja, meinte ich ja. Entweder Zeitschriften, Bücher, wohl eher, ich weiß nicht, ob da ein A4 da reinpasst, quer, vielleicht, ich weiß nicht, ob das 21 cm noch sein werden, aber Bücher, Handy, kannst du da versinken und schlafen. Und das Niesmann-Bischof-Logo ganz am Ende. Boah, war ein langer Drehtag heute. Wie viele Niesmänner haben wir gedreht? 5? 5 waren es. Alle ähnlich, aber doch nicht gleich und alle von hoher Qualität. So viel kann ich sagen. Es klappert nichts, es rappelt nichts, gefahren sind wir noch nicht. Und alles ist recht durchdacht, so ein bisschen für die Ewigkeit. Wir bauen es mal zurück nochmal. Und draußen ist es schon richtig dunkel geworden hier in Sulzmoos. Ja, ist schon komplett blau. 4:45. Heute Niesmann-Bischoftag bei uns. So, bin ich jetzt gegangen? Nee, du musst, guck mal hier, an der Seite, guck mal, da ist die Seite und da unten drunter ist noch ein Hebel. Siehst du den? Den? Ja. Und den hochziehen. Ah, der ist so versteckt jetzt. Der ist so versteckt, ja. In dem Moment, wo alles natürlich unten ist, sehe ich den nicht mehr. Aha. Und schwarzer Adler auf schwarzem Grund, muss man sagen. Also schwarze Sessel, schwarzer Hebel. Dann siehst du gar nichts mehr. Aber du hast ja gesagt, du liebst schwarz. Ja, also wenn man es weiß, dann ist das alles egal. Aber das sieht doch schick aus. Totschick. Schon, jetzt kennen wir deinen Geschmack. So, die Gardinchen auch noch mit drin. Komm, wir gehen raus, machen eine Abmoderation. Draußen ist schon alles blau. Das heißt, aufgrund dessen, dass natürlich die Sonne untergegangen ist, fehlt das Licht und abends sind ja alle Katzen grau. Da steht er, der 880 LE. Hier vorne sind nochmal die Daten, dass Sie das sehen können. Also der Flair 880 LE von Niesmann Bischof, Liner-Paket auf Basis Iveco 70 C17. Natürlich Euro 6D Temp. Und das ist die Zubehörliste, was alles dabei ist. Das ist der Grundriss. Ja, vielen Dank Marlene. Jetzt machen wir Feierabend. Und vielen Dank fürs Zuschauen aus Sulzmoos von der Freistaat. Tschüss.